New Los Angeles, die Hauptstadt der Menschen. Heute werden wir uns gemeinsam diese Stadt angucken bei Xenoblade Chronicles X. Ich hoffe, ihr habt genug Zeit mitgebracht, denn ich weiß nicht, wie groß diese Stadt ist und ich weiß auch nicht, wie allgemein jetzt der Story-Abschnitt weiter fortlaufen wird, denn ab hier habe ich sozusagen meinen Testlauf beendet, denn ich wollte halt nur ein bisschen halt wissen, was hier abgeht in dem Spiel. Und die Musik ändert sich sogar pro Tageszeit. Also wenn es jetzt 6 Uhr wird, wird sich die Zeit sozusagen ändern. Aber das werde ich jetzt extra nicht abwarten. Ich würde sagen, wir gehen einfach zu unserem gelben Punkt, aber wir können auch mit ein paar Menschen reden. Das Paket sollte in den Blade-Turm geliefert werden. Der Turm ist das größte Gebäude der Stadt. Und du erzählst mir, du hattest das nicht gefunden? Elmar, kurze Frage. Ist der Blade-Turm das da oben? Ja, natürlich. Okay, ich glaube, der Typ ist da sehr, sehr schwach. Und dumm. Egal, gucken wir uns mal weiter um hier. Und es geht auch weiter mit unserer Story, hoffe ich doch mal. Wie schön die Musik ist. Nein, oder? Wir werden doch jetzt hier angegriffen. Hilfe? Müsste da schon längst angegriffen worden sein, noch nicht? Oder haben die das nicht gemerkt? Oder ist es vielleicht... Warte mal. Also, hatte ich überlegt gerade... Ich weiß es gerade nicht. Nein, ich weiß es gerade echt nicht. Also ich glaube, das ist halt so ein netter Roboter. Ich weiß es gerade echt nicht. Aber ich glaube, ich habe die gesehen, wo wir halt angegriffen wurden. Und dann halt... Was? Ein kleines Mädchen am Steuer? Okay, ich bin jetzt ganz verwirrt. Sorry. Was geht hier ab? Wer ist sie und was geht da ab? Okay. Strange. Aber es sind Menschen da drin. Das müssten, glaube ich, denn dieses Geld sein, oder? Look, I know what exhaust smells like, and it was exhaust in the cockpit. Just check the ductwork, would you? Oh, I'm checking. I just seriously doubt... Hey, look at that! The intake exhaust bypass is reversed. Oh man, it's a good thing I caught that. You caught that? You're the one who cleared me to fly. Everything okay? It's not like you to flub a flight check, Lynn. Good thing you had a rugged pilot like that. Lynn heißt sie, okay. Oh, hey Elma. How'd it go out there? And would this be one of the you-know-who's? Cool. I'm Lynn Lee Koo, mechanic and top all-around fix-it gal for Blade. Ja, das ist beides eine interessante Frage. Ich würde aber echt gerne mehr Lynns Alter wissen, weil es interessiert mich schon. She's 13, and I know she looks young and she's 3! young, but trust me, she's one of our top talents. Most of the time, that is. Most of the time. Anyway, you guys heading back to the barracks? Yeah. Why do you ask? As long as you're here, why don't I take you on the transport? It's a great way to see the city. I'll give you the grand tour. That sounds like a great idea. Alright, Doug, I think that'll be all for today. You can clean up here and dock the Skell. What? Don't mind the exhaust. I'll take care of it tomorrow. Don't mind it? Wait, why am I cleaning up your mess in the first place? Lynn! Lynn! Okay, ja. Räum auf einfach. Fertig ist. Heu nicht rum. Lynn, komm mit uns in der Gruppe. Genau.
Gut, Änderung bestätigen. Somit haben wir jetzt, wir können auch nochmal ganz kurz reingucken, unser Team. Aufstellung, genau. Da können wir auch nachgucken, was halt wer ist. Zum Beispiel sie ist, glaube ich, jetzt, was ist sie? Kann man das nachgucken oder nicht? Also ich glaube, sie ist nämlich sozusagen Stürmer, oder? Ah Mann, ich weiß die ganzen Klassen, sorry, nicht. Das ist halt die Sache. Ich weiß nur, dass halt, hier unsere Elma Stürmer ist und Gardist, genau, so hieß die Sache. Gardist ist, Lynn. Weil sie hat nämlich ein Schild gehabt, habe ich gerade gesehen. Hier, das Schild hier hinten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu... Wohin sollen wir? Da lang. Irgendwie wird uns angezeigt. Okay, dann gehen wir da lang. Da sollen wir hin. Hallo. Ja. Grüppchenbildung. Yay, Trophäe. Das freut mir. Das freut mir richtig. Ich muss mal gucken, wo wir die Trophäe nachgucken können. Muss ich mal gleich gucken danach. Aber erstmal einen kleinen Rundkurs um die Stadt, würde ich sagen. Wenn die uns überhaupt einen Rundkurs geben und nicht wir einfach direkt zum Turm fliegen. Oder zum Verwaltungszentrum, das ist die Sache. Polarlichter. Ui. Das ist schön. Ich mag die Polarlichter. Not bad, huh? You can see everything from up here. It beats walking, that's for sure. The best way to see NLA. I never get tired of this view. It's like a different city every time. It's certainly come a long way in the last few weeks. There's still so much to be done. One day at a time. Speaking of which, we don't really have time for a full pleasure cruise here. Why don't you give us the express tour then? Just the highlights. Ganz schneller Durchlauf klingt gut. Dann brauchen wir nicht so lange warten. New LA is divided into 4 districts. We departed from the industrial district, where Doug and I were conducting the flight test. It has food production, skill development, you know, industries and stuff. It's also where the West Okay, Gate is Industriezeug. located, remember? Expect to pass through there fairly often. The only other gate out of the city is in the administrative district. I'm skipping ahead. Next is the commercial district. Ja, das ist schön, das Geschäftsviertel. Ja, das ist echt schön. Cafes, clothing, groceries, Sonst, you name it. Veritable shopping paradise. Da können wir einkaufen gehen, okay. Verbrauchsgüter halt, ne? It can actually get pretty crowded sometimes. Ey, das ist so schön mit... Das ist doch einfach malerisch. Day or night. So richtig schön malerisch. Only bargains on the planet. To your right, the residential district. Housing, Das housing, Wohnviertel. Da werden wir dann sozusagen wohnen. plus a nice park and Können wir vielleicht uns ein Haus aussuchen, wäre cool. If you're ever looking for quiet Später noch einrichten oder was. to relax and unwind with a good book, that's the spot. right? The park is my favorite place to just zone out and chill. And last but not least, our destination. Ja. The administrative Und dann der Verwaltungsbezirk, okay. center at the heart of NLA. Note the distinct Das Herzstück. middle-level structure here. The upper level holds our administrative tower, home to Blade HQ and the government. Not to mention Armory Alley as well as the barracks where we live. The lower level there is a hangar complex for Skell maintenance and repairs. And this concludes our tour. We will be landing shortly. Was? War schon? Das hat sich interessant angehört. Also, die Stadt ist sehr groß aufgeteilt. In 4 Abschnitten. Interessant. Frage ist... Erstens, wie viel Geld haben wir? Zweitens, was wollen wir uns erstmal erstmal einkaufen, würde ich sagen. Und wir uns halt erstmal ausrüsten mit den richtigen Ausrüstungsmaterialien. Auch wenn wir noch nicht ein hohes Level haben. Ich glaube, Level 5 sind wir gerade oder so. Wir müssen noch ein bisschen leveln. Das ist blöd, weil ich hätte eigentlich sofort leveln sollen erst. Na, egal jetzt. Enjoy Müssen your wir stay in mitleben. the administrative district and thank you for flying Lindley Airlines. Right. Ja, Let's get you over to the barracks.
Then I should file my report. They'll be eager to hear the details on how I found you, I'm sure. Well then, we better not keep them waiting. The barracks are pretty close, actually. They're set up just behind the giant blade tower here. That road there wraps around the left side and leads right to it. We'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? We can check it out later. Okay. Ach Mann, ich wollte jetzt aber eigentlich einkaufen gehen. Ach Mann. Ja, in Ordnung. Dann kümmern wir uns erstmal darum. Ist ja, glaube ich, wichtiger, wenn wir uns erstmal jetzt hier... Nicht jetzt hier mit jedem quatschen. Oh, ich würde das gerne machen. Was? Man kann hier Items finden. Hier ist nämlich so ein gelber Punkt. Mechanik Level 4. Das haben wir nicht. Nee. Also ich kann es mal kurz draufklicken, aber ich habe schon öfter solche Items gefunden, aber unser Spezialwissen reicht nicht aus. Hui. So, wir hatten hier noch mit einem Typen zu sprechen. Oder, ja, sie hier, Stella. Können wir mit dir reden? Maurice Chazon. Hast du irgendwas Besonderes rausgefunden? Wissen Sie irgendwas Besonderes? Kennen Sie die weit entfernten Kontinent im Osten von NLA, der nur aus Einöde besteht? Es kommt immer wieder welche Berichte rein, wonach dort Strukturen gesichtet werden, die unmöglich natürlicher Ursprungs sein können. Wir müssen schnellstens herausfinden, wer diese Strukturen errichtet hat und was aus den Erbauern geworden ist. Am besten schreibe ich wohl eine Mission für die Pathfinder aus. Was ist Pathfinder? Also ich verstehe die ganzen Begriffe noch nicht. Sorry, dass das Spiel halt wirklich für mich gerade sehr, sehr schwierig zu verstehen ist, weil es gibt da so Begriffe, die kein Mensch versteht. Was ist Blade? Was ist der Beruf Blade zum Beispiel? Weil man kann hier... Oh, Reisepunkt entdeckt. Man kann hier bei Harmoniediagrammen sozusagen die Leute angucken. Und da habe ich mich ein bisschen sozusagen erkundschaftet, was Elmar gerade macht. Und sie ist zum Beispiel Beruf Blade. Ist auch Level... ist Alter 29 und ist weiblich. Dann können wir mal kurz zu Gwyn rübergehen. Der ist 24. Dann können wir zu Irina gehen. Okay. Wie alt ist sie? 27? Ach, Mist, jetzt bin ich rausgegangen. Entschuldigung, ich komme mit der Steuerung noch nicht so ganz klar. Bürger von NLA, genau. So, was? Jetzt haben wir hier Lynn, die ist 13. Die ist auch Blade. Alle sind Beruf Blade. Was bringt das? Was ist Blade? Was ist das für ein Beruf? Ein kampferprobter Harrier, zuverlässiger Soldat und ausgezeichneter Scale-Pilot. Okay. Junge... Was? Outfilterin mit Köpfchen. Wenn es um Skills und Technologie geht, darf man sie als genial bezeichnen. Mit 13 schon so schlau, also das ist krass. Man sieht ja auch immer die Verbindung halt. Elmar kennt halt Lynn, Elmar kennt Irina, aber Elmar kennt zum Beispiel jetzt hier halt nicht Duck. Duck kennen wir halt nur von Lynn und halt, ja, kenne ich auch nur von Sehen halt, ja. Weil man sieht halt, wer halt Verbindung zu uns hat und wer nicht. Die meisten sind aber mit uns verbunden. Schon krass eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, wo müssen wir jetzt hin? Hier ist auch wieder so ein gelber Punkt. Ich will halt der gelben Dings, Mechanik Level 2 haben wir auch nicht. Ich folge einfach mal der Straße hier. Oh Gott. Warte, ist hier irgendwas Besonderes? Sprich mit Regina über ihr Laden. Ah, stimmt, ja. Wir verkaufen hier ungewöhnliche Funde, die mein Mann von seiner Mission mitbringt. Er ist ein Pfadfinder. Oder Pfadfinder vielleicht? Also Pfadfinder. Finder. Und stolpert bei der Arbeit immer wieder über Kurioses. Im Moment ist leider alles verkauft. Also komm doch bitte ein anderes Mal wieder. Ja. Mein Mann ist bestimmt bald zurück mit der ganzen Wagenladung ab Fundstücken und so. Gedönse. Okay, das hört sich ja schon mal interessant an, was es hier für Berufe gibt. Weil Pathfinder ist ja auch ein Beruf, oder nicht? Als Blade kann man das Terminal da drüben nutzen, neue Waffen und Ausrüstung zu kaufen. Ich bin aber noch kein Blade. Also ist, glaube ich, die Blade die Bezeichnung für einen Beruf oder für... Ach, keine Ahnung. Gucken wir uns erstmal hier genauer um, würde ich sagen. Blade-Baracken. Okay. And here we are, the Blade Barracks.
Consider yourself our guest until we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. Zeige, dass du keine Lust auf dich irgendwo... Nee, komm, also, wir sind ein Mensch und wollen natürlich auch helfen. Na klar wollen wir helfen. Und deswegen würde ich mir gerne Interesse zeigen. I think I can answer that one. Wer ist das? So, Ein Kommandant oder wer? Secretary Nagi. Minister, ah. Chipper as always, I see. What can I say? Pep is my middle name. I ran into Doug Barrett on the way here, and he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's flight I should know? No. Nothing to worry about. Good. Natürlich nicht, Lynn. Natürlich nicht. Du bist ja ganz unschuldig. You found another one. Excellent work out there. Just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering our new citizen here, Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. ah yes, of course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. I'll put on some Ja, aber ich will ja auch nur helfen, also... Was? Tee? Dann bitte einen Früchtetee. Dankeschön. Ich glaube, den kann ich mir nicht wünschen. Ich weiß ja gar nicht, was es für Tee gibt. Vielleicht einheimischen Tee des Planeten Mira? Da kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Zitronentee wäre aber auch lecker. Hm? Ja, ja, ja. Also irgendwas Fruchtiges wäre cool. Aber bitte nicht Minze. Nee. Gut, dann bin ich ja mal gespannt, was es so jetzt auf sich hat mit den ganzen Berufen und so. Allow me to formally introduce myself. My name is Kentaro Nagi. You may remember me as captain of the White Whale, but now I serve as Secretary of Defense here for New LA. The provisional Verteidigungsbeamter. government has charged me with keeping the peace, so all military and police matters fall under my jurisdiction. He's also my superior officer. And he'd be an excellent person to talk to when you're ready to start looking for work. What about a job right Okay. here with Blade? He seems capable. Let's give it a little more time. Das ist ein At least Verteidigungsminister. until he Ich knows bin mal enough to ruhig, be able to Entschuldigung. make an informed decision. He seems to be suffering from some form of memory loss. Memory loss? From the stasis? He could barely remember his name, and nothing at all about what happened to Earth or the White Whale. I see. Though, come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what, 2 months? It shouldn't take very long to get caught up. My thoughts exactly. Well then, where should we begin? Gut, danke, dass ich jetzt mich erstmal jetzt ganz kurz was sagen kann. Also, dass halt so eine wichtige Person wie der Verteidigungsminister mit uns sprechen muss, dass wir halt eingeteilt werden für einen Job. Das finde ich echt schon ein bisschen... Wow. Krass. Aber okay, das wäre interessant. Also, wir wissen ja eigentlich, wie die Menschen auf Mira gelandet sind. Deswegen finde ich die Frage eigentlich am unnötigsten. Aber man könnte sie trotzdem nehmen, finde ich, weil wir sind sozusagen, haben einen Gedächtnisverlust und wir kennen uns gar nicht mal aus hier. Also, wir dürfen ja nicht so denken, dass wir halt jetzt ich weiß nicht. Wir könnten auch klären. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal nachhaken. It started at Wie the wir auf end, dem Planeten 2 gelandet years sind. ago. The end of Earth. The casualty of a battle between 2 hyper-advanced alien civilizations. Xenozivilisation. Okay, jetzt sind es keine Außerirdischen. Ja, okay, es sind Außerirdische, kann man sagen. Their Aber technology and ich wusste halt nicht, wie ich weapons das nennen were sollte beyond our in der Videobeschreibung. comprehension. We were like infants, naked, powerless. In der ersten, des The Earth ersten was Parts. reduced to ash and blown away. Ja, die Explosion war krass. I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. No one can know that, Elma.
Warte mal, was? Is without you, there'd have been no Project Exodus and no escape for any of us. Did it go perfectly? No. But we are here and we are alive. We survived. Was? Also, warum? Sie hat Project Exodus. was? Exodus? Ja, was Once ist we das? learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various life forms. That plan was the Earth-Life Colonization Project, otherwise known as Project Exodus. Exodus. Und wir sind mit diesen, ja sozusagen mit den weißen Wal geflohen. Ja. 2 hard years. But we clung to our mission. Also ist Elmar gar nicht vom Planeten, oder wie soll das jetzt heißen? We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually Oder woher be wusste made sie, dass for dass wir halt angegriffen werden? The Xenoforms found us again, and Und das waren unsere Scales. Jetzt verstehe ich das. Wir haben die angegriffen, wurden aber verletzt bei dem Kampf. Und somit mussten wir halt notlanden auf den Planeten Mira. Somit hat sich schon mal ein paar Sachen jetzt sozusagen gelüftet. Aber Elmar ist jetzt sehr, sehr komisch und verdächtig, möchte ich mal hier sagen. Ohne sie würden wir alle Menschen nicht mehr leben. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city. Was ich interessant finde, ist halt Elmar, weil ohne sie wäre das Projekt Exodus gar nicht. Aber wie kam es denn darauf? Oder woher wusste sie, dass halt diese komischen Außerirdische die Menschheit angreifen oder allgemein den Planeten Erde angreifen? Irgendwie muss es doch herkommen. Und das würde ich gern wissen. Aber ich glaube, das erfahren wir hier noch nicht. Das ist sehr, sehr interessant. War doch gut, dass ich nachgehakt habe. Das war super. Da haben wir wieder was Neues rausgefunden. Lass die Organisation Blade genauer. Ja, komm. Was ist Blade? Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. It's a relatively new organization. Up there in space we had plenty of provisions, and a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But of course, all that changed after we lost most of our ship and came crashing down here on Mira. We needed food, water, search and rescue teams, surveyors, police. The list goes on and on. It was too much for the provisional government to manage on its own, so Blade was born. Also Blade ist sozusagen eine Organisation, wo alle ihren Job bekommen. Verstehe, okay. Also man kann also, kann man auch arbeitslos sein, das wäre ein bisschen strange. Kann ich so kämpfen? Anderen hat, okay. Leben speichern. Take a look at this. Okay. The white whale was designed to carry an exceedingly large number Das ist of der weiße Wal, okay. all of them held in stasis. All housed in a structure called the Lifehold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. Flight Verstanden. crew, maintenance engineers. And of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the Lifehold. Are in the Lifehold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But there's a problem. We now know the Lifehold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Blade's top priority now is locating the missing units.
Okay, also interessant. Sozusagen, wir müssen, oder die wichtigste Aufgabe von Blade ist es jetzt gerade, halt diesen Überlebensspeicher zu finden, damit wir halt, ja, halt überleben können, oder die Menschheit überleben kann. Und die nächste Sache ist, dass alle Menschen, oder fast alle Menschen halt auf dem Schiff in der Stasis lagen. Das bedeutet also, 2, 3 Menschen, oder ich weiß nicht, wie viele Menschen das waren sozusagen da, um halt entweder sozusagen den weißen Wal zu beschützen oder allgemein halt dem weißen Wal halt einen Ort zu geben oder sozusagen einen Planeten zu geben, damit wir halt dort landen können und alle wieder aufwachen können. Aber es ist leider alles ein bisschen schlechter gekommen. Wir wurden angegriffen, konnten uns gerade noch so retten und sind auf Planet Mira notgelandet. Alles interessant hier. Also es lohnt sich doch mit ein paar Leuten mehr zu sprechen, weil das ist hier echt interessant. Man findet sehr viele Sachen raus. Okay, was hat's mit der Registrierung auf sich? Aber wie geht's weiter damit? All citizens Entschuldigung. of NLA are required to register their name, age, and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Koo, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district. Yes, Ihm sir. geht seine eigene Stimme auf den Geist. Okay. Come on. We'll keep this briefing brief. Lasse dir von Lynn und Elmar den Verwaltungsbezirk zeigen und bringe mehr über Blade in Erfahrung. Das machen wir noch in dem Part. Ich würde sagen, wir machen diese Quest jetzt hier noch zu Ende, weil mich interessiert es schon, was hier so abgeht. Auch wenn wir, ja, Kapitel 1 haben wir auch gleich abgeschlossen. Also würde ich sagen, machen wir es noch. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wo muss ich hin? Der Pfeil zeigt in der Richtung. Da lang? Ach du Scheiße, ich will mal sagen, dass mir das Gamepad hier gar keinen Nutzen gerade erweist. Also ich sehe auf der Karte, also hier auf dem Gamepad überhaupt nicht. Ich sehe ja nur Nemesis-Bericht, Prämie, Sold und Start, Fragezeichen, ein Tastaturzeichen, irgendwas Komisches, dann kann ich noch von Gamepad zu Bildschirm wechseln, zum Bildschirm zum Gamepad halt. Aber ich habe hier halt wirklich nicht so viele Möglichkeiten. You know, it's not every day we're authorized to let a civilian tour the administrative district. Yeah. Nagi must really, really want him to join Blade. The AD is a bit different from the other districts. It's got everything a Blade would need, all in one place, without any extra fluff. Get a load of that skill. Even the way that they walk is so cool. Oh yeah, work it, baby. Was? Also, Skells sind halt diese Kampfroboter, die halt die Menschen haben. Das weiß ich. Und ich möchte echt mal sagen, ich finde die Dinger auch ziemlich episch. Ach komm, nee, nee. Alter, was gibt's denn da alles? Ich möchte mal sagen, ich bin schon ein bisschen motiviert. Also wenn ich den also ich weiß es schon, dass man den halt vielleicht irgendwann freischaltet, aber es liegt halt nur daran. Originally, scales were developed as a defensive measure to counter Ja, genau, potential alien Verteidigung. threats. It wasn't enough to save Earth, though. We were outnumbered and outgunned. Still, just look around you. New LA has gone from basically nothing to this in just 2 short months. We could never have come so far, so fast, without Skell technology. Also das Ganze, was sie da aufgebaut haben in 2 Monaten, müsst ihr mir mal vorstellen, ist echt krass. Well, yeah, duh. For one thing, only Blades are allowed to pilot Skells. And even then, you need a license.
These aren't toys we're talking about. Sounds They're okay. complex machines with powerful weapons. And they're a precious resource. We only have so many of them to go around. So yes, as you might imagine, the certification process is a fairly Ja, und das ist das rigorous one. Problem. I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple. They choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and Was? volunteer. Okay. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically HQ only allows the cream of the crop to take the test. Blades who go above and beyond in their duties and for the people of New LA in general. So what do you say? If you become a blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder. Lynn, jetzt hör mal auf, mich ganze zu fragen. Also, das ist nett. Aber ich Why don't weiß we es check noch out the nicht. mission control board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's head on over. Ja, eine Sache möchte ich aber nochmal nachhaken. Denn die Scales sind ja sozusagen von den Menschen damals auf der Erde entwickelt worden. Die sind halt, wir brauchen halt Eisen oder halt Stahl. Ich weiß ja nicht, wie die hergestellt werden. Aber, hier haben wir auch gerade einen Scale wieder. Die sieht halt richtig cool aus. Und da können wir später, ich habe es nämlich schon im Trailer gesehen, halt mit rumfliegen. Und ich bin schon gespannt und ich will damit rumfliegen. Und ich will damit kämpfen. Und, oh Mann, das ist gemein. Die Sache ist aber die, dass wir erstmal soweit uns voranarbeiten müssen. Wir müssen sozusagen Blade voranbringen und wichtige Aufgaben erledigen, damit wir halt vielleicht ein Scale bekommen, weil es gibt nicht sozusagen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Scales, weil wir haben ja hier noch kein Eisen gefunden. Das ist halt die Sache. Ach man, das ärgert mich jetzt. Ich will gerne mit den Dickschuhen fliegen. Aber da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen warten. Gut, dann gehen wir zum Missionsterminal, glaube ich, ne? Ja, Missionsterminal im Verwaltungsbezirk NLA. New Los Angeles. So this is mission control. We don't have a dispatch Okay. system yet, so blades usually choose their own assignments. Everyone comes here and selects from the missions available on the board. And it's not just official blade tasks. Anyone with a request is free to post here. Businesses, citizens, whoever. Yeah, it's basically how anything gets done in New LA, so the board is constantly updating. Just about every blade will stop by here at some point in their shift. It's like our second home. You'll always find a number of blades around here, blowing off steam or browsing mission control for their next assignment. Whenever I get freed up, I'll stop here first thing to check for any missions I might be suited for. Likewise. And if the assignment seems too tough to handle solo, that's what the scout console is for. We should show you that next. Hey, who's giving the Okay. tour anyway? We also have the scout console, if the assignment seems too tough to handle solo. And Elma just said that, didn't she? Also, Lynn ist schon eine Nervensäge, eine kleine, aber nur eine kleine. Also das hat, wir haben auch gedacht, wie soll ich... Was? Ja, das wollte ich gerne lesen. Danke, Spiel. Lass mich das doch lesen, wenn ich es hier lesen möchte. Der Typ hat es, glaube ich, gesagt, ne? Hier, der hier. Komm, rede mit mir. Bitte, ich will es nochmal lesen. Denn halt nicht. Das hat, glaube ich, mit dem Online-Modus zu tun, ne? Dass wir uns halt eintragen können für den Online-Modus. The Blade Scout Console. When the going gets tough, the tough go to the Scout Console. You know, Ja, to zum Blade-Terminal, get tougher. sich mehr abzuhärten. Okay. If you do end up Ich darf nicht mitlesen, Entschuldigung. you'll quickly realize just how important this little kiosk is. A lot of the mission control assignments are too much for any one blade to handle. They tend to call for multiple members with specialized knowledge or unique skills. This console lets you search for and recruit other blades to fill those roles for just such an occasion. You can't spell blade without team. Sort of. Anyway, awesome, right? So, you're ready to join up? Hang on, Lynn. Take it easy, would you? What? I'm just saying, you have to be Lynn, some kind of an idiot not ist in to know Ordnung. blade Also, places. ich kann mir das später noch entscheiden. Das regt mich doch nicht auf. Oh, and here I thought you might be pressuring our guest. Apology accepted. Schöne Ausrede. Now, how about a little shopping? And I'm not talking about the stuff over in the commercial district. I'm talking about Armory Alley.
Oh, das hört sich jetzt interessant an. Also können wir jetzt sozusagen sogar jetzt schon Waffen kaufen. Arsenal heißt der Waffen und Rüstung und alles andere mögliche. Klatsch. Toll. Ja, schöner Klatsch. So this street's what we call Klatsch und Armory Tratsch. Alley. Blades can requisition equipment from any of the vendors here. I won't lie, most Blade members face danger on a daily basis. Having the latest gear isn't about impressing your friends. It's a matter of survival. True enough. And that goes not only for your personal armor and weapons, what we call ground gear, but for skell Was? equipment Sogar as als well. Skell kann man ausrüsten? You can even buy whole skells. Can you imagine owning your own skell? Hörst du auf damit? Right, the door. I think all that's left is the heart of Blade itself. Blade Tower. Der Blade-Turm. Okay. Den haben wir ja schon gesehen. Das ist ja der so größte Turm, der ist neben uns eigentlich. Hi. Als Blade kann man im Terminal da drüben nutzen, um neue Waffen und Ausrüstung zu kaufen. Das wurde uns gerade erklärt, aber danke. Na dann. Ehrlich gesagt möchte ich mal sagen, dass das Spiel hier so richtig an Fahrt schon mal zunimmt. Man lernt auch, also man lernt schon was von der Story, aber auch von den Charakteren ganz, ganz viel. Ne, Lynn? Ja, ich weiß. Ich soll zum bei Blade anfangen, aber ich weiß noch nicht. Gibt es noch andere Möglichkeiten, außer beim Blade zu arbeiten? Vielleicht können wir ja sogar als... Nee, Reparatur gehört auch zu Blade. Warte mal, gehört eigentlich nicht alles zu Blade? Ich muss doch da anfangen. Oh, was ist mit dem Pufffinder und so alles? Ja, ich wollte mich doch nur umgucken. Lasst mich doch einfach mal ganz kurz. Ich würde das sonst gern... Wo bin ich hier? Hilfe. Da, guck mal, das ist... Darf ich wenigstens... Ist in Ordnung. Ich will doch nur ganz kurz hier so ein bisschen den Überblick behalten. Man hat von hier den besten Ausblick. Industrieviertel da ganz hinten. Hier haben wir das Wohnviertel. Wo ist denn das, wie heißt das? Das Einkaufsviertel. Ah, da! Interessant. Ja, wir gucken uns die Stadt, glaube ich, später an. Ich würde aber auch sagen, dass der Part jetzt hier erstmal beendet wird. Wir gucken uns den Blade-Turm ein anderes Mal an mit den 60% der Lebenserhaltungssystem. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir hören uns im nächsten Part mit Lynn, Elmar und den Flori. Schau bis nächsten Mal und tüdel. Dühü.